Welcome. Come on in. Oha. Pferde im Besitz verwalten. Wir könnten ein Pferd kaufen. Ein paar Pferdevorräte. Was haben wir denn für Pferde? Wir haben Tennessee Walker. Ach, den haben wir hier eingeparkt. So wie es aussieht. Dann haben wir 2. Oder? Wieso? Wo kann ich denn das zweite Pferd zurückholen? Ah, da ist es. Ich würde es gern in eine Box. Komm, wir stallen es. Ist es schön? Mit 2 Boxen. Was kostet uns das? Ja, wir können es verkaufen. Ne, wir könnten es verkaufen. Können wir es eigentlich auch umbenennen? Es hört sich so blöd. Wir haben einen Sattel eingelagert. Oh, nur einen. Oha. Das Pferd hier kostet nur $9. Jetzt ganz ehrlich, nur mal so als Interesse. Denkt ihr, dass damals, hallo da draußen an dem Bildschirm, dass damals ein Pferd, ich meine, $9 war bestimmt nicht wenig, davon abgesehen. Aber denkt ihr, dass ein Pferd $9 gekostet hat? Ich bin mir da echt nicht sicher. Aber ich weiß es nicht. Aber das Pferd ist schon cool hier. Sollen wir dich verkaufen? Für $9? My daddy was a blacksmith right here in this shop. That's how I got learning it. Yeah, I'll go hunt that down. Das ging aber schnell, das Verkaufen. Vielleicht hätten wir es doch behalten sollen. That horse will be well looked after. So, gut. Hello? Hello. Mitten in der Nacht sind wir hier angekommen und sollen uns umhören, oder? Das ist schon wieder eine Zeit her. Wir werden uns aber als erstes mal die Atmosphäre der Stadt antun. Denn das ist ja nun mal eine Stadt. Das andere, was wir bisher hatten, das waren ja eher, wie soll ich sagen, Orte. S&E-R-R. Leviticus Cornwall. Mit dem werden wir uns wahrscheinlich noch... Hallo. Werden wir uns wahrscheinlich noch auseinandersetzen. Ja, genau, die Elektrizität, ne? Das ist alles hier... Ja, das wird vielleicht ein Bürgersteig nutzen. Die Elektrizität, ne? Die Dampfmaschine kam hier rein. Das waren alles so Neuerungen. Wir sind ja jetzt komplett in der Industrialisierung hier angekommen. Genau auch, wo Sherlock Holmes spielt. In der Industrialisierung. Wo ja Vor- und Nachteile, ja, so sind, wie sie sind. Gehen wir mal hier in... Ja, eigentlich. Wir schauen uns einfach mal... Ein Waschhaus? Kann ich mich hier baden? Oder ist es einfach eine Wäscherei? Wahrscheinlich eine Wäscherei. Mister? Mister, how are you? He snatched me a purse from the trolley. Wasn't much in it. Gentlemen? Mister? You a long ways from the ranch, cowboy. Uh-huh. Hey, partner. Howdy. America's finest dark staves and peddlers. Was heißt staves? Was heißt staves? Hey there. Staves? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht übersetzen. How's it all going? Been doing just fine. That's good to hear. Die haben alle viel zu tun hier, ne? Hello.
Greetings. Gibt's hier eigentlich einen Saloon? Hello. Da wird man doch zuerst mal reinschauen, oder? Das hier sieht, sieht aus wie ein Hotel oder so. Oder war mal vielleicht ein Hotel? Säulen? Hello there. Oder eine Bank. Hallo. Oh, ein Zeitungsjunge. Das schauen wir uns tatsächlich mal an. Junge? Ich hätte keine Zeitung. Junge? Junge? Wieso? Junge? Ich werd ne... Aber ich mach doch... Ich drück doch das Richtige. Wieso gibst du mir keine Zeitung? Ich hätte gern... Oder haben wir schon die richtige Zeitung? Ja, das ist ja blöd. Oder haben wir schon die neueste Zeitung gekauft, das letzte? Können wir mal reinschauen. Train... Ausgeraubt. Ja, doch. Nee, das kommt mir bekannt vor. Die Zeitung kommt mir tatsächlich bekannt vor, mein Freund. Geht eigentlich die Uhr richtig? Ist es jetzt... Das sieht beinahe so aus, wenn die richtig geht. Es ist 3 Uhr nachts. Ich glaube, wir müssen mal auf die Karte schauen, trotz alledem. Wir könnten auch mal hier drauf. Oh. Denis. Oder natürlich, wir können uns die Zeitung tatsächlich... Warte mal, eins will ich trotzdem noch mal schauen. Aber ich glaube, das war die wir schon hatten. Hier direkt kaufen. Das kann ja nicht heißen. Ja, das ist ja Quatsch, wenn die Zeitung schon in Deutsch steht. Pardon me? Pardon me. Das sieht aus wie Ehrchen. Hier, das sieht aus wie wenn hier die Kuh steppt. Und der Bär dann tanzt. Ein Theater! Moment, mein Freund. Welcome. Ich hätte gern eine Karte. Take it, please. Make your way through the doors on either side of me. Hier? Ich weiß nicht, ob das den Urheberrechten anheimfällt. Kann sein, dass ihr gar nichts seht. Das ist ja eher ein Kino. Welcome, one and all, to the remarkable example of modern entertainment at its finest. Now, most of you youngins, I'm sure, know about our great national hero and pioneer, Josiah Blackwater. Him that gave the town of Blackwater its nomenclature. You see, only about 100 years ago, weren't nothing here but big old forest, ferocious beasts, surly savages, arid deserts, and unconquered mountains. The West, well, the whole West was untamed. Your mama probably told you bedtime stories about Josiah's many adventures. But I'm gonna tell you a story you ain't likely to have heard about his possum hat. Now, Josiah Blackwater was born in the year of our Lord 1782 in a log cabin just west of Ansburg. He was a special boy. His pa gave him his first rifle when he was 3 years old. Boy, he took to it right away. He exclaimed, "There's a whole mess of critters out there in the woods that aim to eat us, so I'm gonna consume them first." Yes, sir. He really took to killing all manner of things. He was such a keen shot. One morning, he was sorting up some winter turnips for the root cellar when a big old bear and her cubs came in the kitchen hunting for food. It had a mind to eat up all the jams and preserves. Josiah grabbed that bear and wrestled her to the ground and squeezed and squeezed and squeezed. He whooped the tar clean out of that big old critter. Then he tied her up and grabbed them cubs and ground them into sausages while the mama bear watched. That's fine eating. His mom and pa knew right then he was cut out to be the finest wild frontiersman that ever drew breath. But first, they wanted him to get some book learning. After only 3 days of attending school, Josiah beat the living daylights out of the Cloud's bully and announced to his daddy that he was tired of ciphering and mathematics on account it's only good for adding up the number of critters or Indians you can kill. So, he ran away from home,
and headed west. Now, these lands were occupied by savages then, and when Josiah Blackwater came scouting through, he recognized it to be a land of splendor, wasted on those that couldn't appreciate it on account of worshiping false idols. He got rid of all them pesky buffalo, and thereby ensured those infernal Injuns didn't have nothing to eat. Of course, that got them mightily riled up, so he had to slaughter all of them too. Just like his daddy had once done to the Redcoats in 1775. Right about that time, he met an Indian girl he took pity on account of having annihilated her family. She was 12 years old, and so he took her as his wife. She gave him 2 sons before she died of typhus. Now, y'all know that Josiah Blackwater wore a possum for a hat, but most don't know how that came to be. Well, one day, old Josiah was riding a couple of alligators down the Lanahatchee River, riding, standing up, and shooting eagles right out of the sky, when he sees a big old mountain lion about to eat a possum. Josiah grabbed that mountain lion by the tail and wrestled it till it was plumb dead. Well, that possum really took to Josiah. Followed him around like a dog loyal to its master. Yes, they had a lot of adventures together. Now, Josiah never cried a day in his life, but he pert near did on the day that possum passed, for they were mighty fine friends. So he skinned it and made it into a hat. Back in them days, a possum skin was as good as money, but he never parted with that hat, not even for $10. Once he founded the town of Blackwater, he sent word for settlers to come. It was the last stop in the west before San Francisco. He met a girl by the name of Rufina Helsby at a barn dance one night, took her as his wife, and settled down. Built himself a cattle empire and had 14 youngins. But Josiah Blackwater wasn't the home-loving kind, and he grew mighty restless. One day on the courthouse steps, he announced, "You may all go to hell, and I will go to Saint Denis." And so he did. Enjoyed French pursuits of strumpets and wanton gluttony, which is where he came upon the idea of running for Congress. He wore that possum hat every day as a congressman, as a reminder of where he come from, saying, "I may live in barbaric splendor, but I always remember, keep your friends close and your gun closer, because you don't know when you might have to shoot them." Was sagst du dazu? Na gut, dass wir die Nacht so rumkriegt haben. Mit so viel Wissenswerten im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch geradeaus gehen kann. Josiah. So sieht's aus. Goodbye now. We'll see you next time. Ich weiß nicht, was habt ihr denn noch im Programm? Also nochmal tue ich mir das nicht an. Pianos, Organs. Ja, mit Musik. Aber nicht so viel am Hute. Ich sollte irgendjemanden befragen. Wir müssen nochmal schauen, wo wir da hin müssen. So, hier ist Saludos. Ist in Ordnung. Habt ihr hier auch irgendwelche... Aber da müssen ja $10, wenn er gesagt hat, waren viel Geld. Da müssen ja tatsächlich $8 viel Geld gewesen sein. Aber wir haben doch jetzt jede Menge. Ja. Also wir haben ja über $1000. Good morning to you. Good morning. Song Denis. Fine morning. Kann ich nicht lesen. Blendet sich sehr. Schön. Oh, komm ich sogar rein. Mich hat die Blumenpracht ein bisschen übermannt hier. So, muss er wieder rauf. Denn wir müssen weiter rauf. Und dann uns ein bisschen rechts sehen. Bonjour, Monsieur. Straßen könnte man... Braucht so Laubbläser. Weißt du? So Laubbläser wäre nicht das Schlechteste. Good morning, sir. Good morning. Ja, das jetzt.
What on earth are you playing at? Na, ich schau... Nee, ich schau nicht. Entschuldigung. Nee. Ich hätte jetzt bestimmt gedacht, wir schauen hier unter den Rock. Das wäre blöd. Warte, wir kommen tatsächlich genau hin. Aber es ist so 2 Welten, ne? Gab es da. Schaut mal hin, so total hochtechnisiert. Also für die Zeit eben. Ja, schaut mal hin, da fahren Straßenbahnen. Die fahren heute noch genau so. Nach demselben Prinzip. Hello. Ich meine, Autos haben wir noch nicht gesehen, aber das gab es damals ja auch. So die ersten. Zumindest. Ob jemand mit so einem Auto fahren schon? Jetzt habe ich wieder vergessen, wo ich hin muss. So, dann frage er an. Vielleicht mal die Dame. Mademoiselle. Howdy. Morning. Mit Mademoiselle am besten nicht quatschen. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht überfahren werden. Ich schau noch mal kurz. Nee, wir müssen ein bisschen hier in die Mitte, oder was? Keine Ahnung. Oder wir können auch mal hier drüben steuern. Come on, man. Weather couldn't be any better. Bonjour. Bonjour. Good day. Good day. Was ist denn das eigentlich hier? Morning, my friend. I'll only shut up once I can vote. All I'm seeing nowadays, spiritual. Noch ein Theater. Ja, ich hatte mir unter Theater tatsächlich ein bisschen was anderes vorgestellt. Make this country a real democracy. Das finde ich ja. Disqualifying half the population. We are Warte mal, women, wer... not monsters. We deserve the right to vote as much In dem as Garten? you. Warte, da komme ich rein. Vielleicht haben die was zu sagen da drin. Können die sagen. Morning to you. Good morning to you. Oh, die sind sehr freundlich. Ja, in Songding. Oh, ist das schön. Ah, ist das schön. Hey there. Morning, miss. Das ist so toll. Jeder hier sieht aus wie... wenn sowas wäre. Bonjour. Bonjour? Ich weiß nicht. Let me vote. Bonjour. Let me vote. Bonjour. Let me vote. Good morning to you. Good morning. Vielleicht fragen wir mal den Constable. Ist das Weiße? How are things with you? Good morning. Hello, officer. Hello, Officer. Ja, das ist der Josiah, oder? Women vote. It's time to let women vote. Ja, wo? His father's Wo spricht die? Morning, friend. Hey. Buenos días, señor. Buenas noches. Straight and narrow. Can't complain. Das ist Rathaus. The new girl broke one of the salad plates. Now we've got to send to the mall to complete the service. Make Oh, this if we're country going to a send real one, democracy. Good morning, sir. Stop disqualifying half the population. We are women, not monsters. We deserve the right to vote as much as you. Bonjour. So, erzähl mal was. Was? Ach, Frauenwahlrecht. Ja, was sagt ein Arthur dazu? Bonjour, monsieur. Morning to you. You, my friend, what do you think about women's suffrage? Women voting? Sure, why not? Ah, Arthur, du bist Oh, der Beste. thank you, sir. You are a true progressive. Anyone dumb enough to want to vote, I say go for it. Oh, a cynic. How dull for you. I do hope you grow out of it, young man. It's so unappealing. Unappealing is what I do best. Ich sag nur, junger Mann. Okay, Don't you push up on me. ich mach doch nix. Ich bin ja schon wieder weg. Hey, y'all. Bien le bonjour. Die sind aber sehr, sehr französisch hier. You're walking away from history, you fools.
Women and men both deserve to decide the future. Good morning. This is meant to be the land of liberty? But somehow, I am not free to vote? Who says that? Look me in the eye and tell me I am not the equal of any man you ever met. Arthur, erzähl nochmal. So, wir sind schon wieder weit vom Befragungsort entfernt. Tja, wen befragen wir jetzt? Das ist natürlich die große Preisfrage hier. Well, well. Hello, sir. Morning. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter Well, rüber. hello, sirs. How's your name? Oder? Hey, move it! Yes, a bit tight around here. Wir gehen mal ein bisschen weiter hier hin. Okay, let me vote, let me vote, let me vote. I will say this for as long as it takes. Da, People, let me Good day. vote. der kennt sich aus. Hey, fellas. Buongiorno. Are you well? Oder auch nicht. Morning. Je vous salue. Gott, das ist ja multikulturell hier. Bin ja begeistert von Saint-Denis. Gut. Ja, aber... Huch. So, jetzt müssen wir nochmal genau schauen, was wir hier machen sollen, weil ich merke gerade, ich komme hier nicht weiter. Ich komme hier einfach nicht weiter. Echt? Nee, mein Freund. Hier rum wir nicht aus. Ich könnte ein Feuerchen hier... Au! Ich könnte ein Feuerchen hier anmachen. So, wartet mal. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Weil das geht ja heute keinen Schritt weit. So, wir sind aber schon mal ganz richtig. Also, wenn wir richtig sind. Deutsch will, dass du in öffentlichen Plätzen nach Informationen über Angela Bronte fragst. Ja, schon. Was ist eigentlich das für ein Fragezeichen hier? Das schauen wir uns tatsächlich als erstes mal an. Monsieur, Weil hier, keine Ahnung, ich bin ein bisschen... Ist halt niemand da, How are things with you? den ich fragen könnte. Also, es sind schon Leute da, aber... Die erzählen mir halt nichts. Vielleicht müssen wir auch hier oben die fragen. Oder? Ach, jetzt bleibst stehen. Ist rechts vor links, oder? So. Nimm mal ein bisschen Schritt auf. Oh, und stopp. How do you do? How do you do? Some lowlife's been stealing horses around here. Damn. Morning to you. Good morning to you. hello. How are you today? Oh, I'm fine. What's damn hold up? I'm fine. Excuse me, sir. Can I bother you for a minute of your time? Ja. All right. Can I tell you a little about what we're doing here? Sure. Less than a minute, I promise. We're trying to raise money to build an expansion to the Quincy Harris Memorial Hall, a shelter for homeless veterans and their families. Can you help? A donation of $20 would put us well on our way. Bitte schön. $20 ain't no chicken feed, but sure, I can help you out. That's very kind. What is your name, sir? Arthur Morgan. Your donation will be acknowledged on a founder's plaque when the building is completed. You have a great day, Mr. Morgan. Ja, puh. Ob das so eine gute Idee ist? Wir sollen ja sehr unauffällig sein. Ob das so eine Plakette eine gute Idee ist? Bin nicht ganz sicher. Aber das würde ich schon gern unterstützen. Das ist schon in Ordnung. Kein Problem mit. Sehr schön. So, haben wir noch was anzubieten? So, wir könnten natürlich auch mal hier hinten hin
Eiern. Was ist denn eigentlich hier? Hier könnte man es noch... Ja, hier könnte man noch zum Schneider. Hier könnte man ein kleines Würfelspiel... Ne, Domino machen. Ne, wir gehen tatsächlich mal hier hin. Probieren nochmal unser Glück. Vielleicht gibt es ja nur einen Punkt oder 2, wo wir das machen können. Wenn du mal wisst, wo sie sprechen. Ja, wir gehen mal oben entlang. Was ist denn du in der Hand? Zeitung. I want to vote. I insist that I deserve the right to vote. Well, Dan, Sounds please like I heard find what it you in your heard. heart to give to those who gave everything. Your donation will greatly improve the lives of our nation's heroes. Ja, and their überhaupt loved ones. ist die amerikanische Gesellschaft tatsächlich eine Spendengesellschaft. Und die spenden tatsächlich recht kräftig. Am Ende ist es trotzdem schwierig. Howdy, fellers. Morning, sir. Ihr habt mir echt nichts zu erzählen. Good morning. So my pal's gone off wandering again. Wie sieht's mit dir aus? That happens all too often. Hast du mir was zu erzählen? Hello. Entschuldigung. Aber Mind me. du hast da bestimmt schon viel gesehen hier. Morning, mister. Fine day to you. Auch. Oder nicht? What a beauty. Sprichst du mit mir? Oder mit dem Pferd? Good morning, Hey mister. now. Das ist eine Irin. Und die spielen toll. Morning, lady. Good morning. Nett. Die spielt einen flotten... Ja, jetzt muss ich halt irgendwas sagen. Ne? Einen flotten Tanz. Warte mal, da müssen wir rüber. Du bist mein Mann, Henker. Hey there. Have you ever heard of a man called Angelo Bronte? No. But fancy name like that? Maybe try the Bastille Saloon. Opposite the park with the Quincy Harris statue. Okay. Thank you. Ich hab mir zugehört. Ich liebe es, wenn Afroamerikaner erzählen. Die haben so einen Singsang in ihrer Stimme. Dude, have you done this before? Move out the damn way. Damn right. Damn right. So, wartet mal kurz. Wir schauen noch mal, was wir machen müssen. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne meine Tasche auf... Denn irgendwie sieht unser Leben blöd aus, oder? Kann man da nicht irgendwas dagegen machen? Zum Beispiel was essen? Füllt es dann das Rote? Das ist immer die Frage, ne? Füllt es dann das Rote auf? Ah ja, schaut hin. Anscheinend schon. Wir essen ein bisschen normales Wildfleisch. Wir haben es ja. Ein kleiner Imbiss. Hat noch niemandem geschadet. So, ey, was haben wir jetzt noch gemacht? Moment. Ne, wir sollen... Ach doch. Ja, alles gut. Ne, alles gut. Glaube ich zumindest. Ich habe tatsächlich... Ich war so fasziniert von allem, dass ich wenig bis gar nicht zugriffe. Tut mir so leid. Was haben die hier für... Die großartige Hortensia. Oh, können wir die sehen? Können wir diese mysteriöse Maya auch mal anschauen? Es regnet. Haben wir eigentlich einen Hut auf?
Was ist denn los? Wartet mal. Wieso? No. Was ist denn los? No. Wegen Regen, oder? Nichts passiert, oder? Ja. Und nun? Stellen uns mal um, oder? Ja, das ist blöd jetzt hier. Well, anyway, you stop. Stick 'em up, cowboy. Yeah, real funny, Dutch. Oh, I thought so. So, here we are in a strange land of papists and rapists. America's very own Gomorrah. Yeah, cities all look the same to me. So, how you get on? I've been asking around about Mr. Bronte. From what I've heard, this establishment is our best lead, but I haven't had any joy in there so far. So, I should just give it a shot? I think so. Just keep it cool. You know me? I'll meet you back here and on. Funny you should say that. Well, you know how it is. I told them. I say, that's the state of Lemoyne for you. America's dirty little French secret. That's why we love it. Born and raised. Well, I'm a transplant, but I'm never leaving. Not unless we all get washed away. Every year they say Okay, that won't happen. wir machen für heute Schluss. Yeah. Let me tell you something. The rest Und of ich the sag mal, states dann ain't gehen wir an die gonna Bar, ne? happen. If it Also, wasn't for us, das nächste. they'd probably run back Ich weiß noch nicht, wie ich das einleiten soll. Wird schwierig, das Ganze einzuleiten. Okay, wir stecken in einer Mission. Wenn wir in eine Mission stecken, kann man nicht speichern. Das ist echt schlimm, aber wir müssen... Now, how can I help? You look like a whiskey man. Sure. $1, please. For a whiskey? Oh, that's the real stuff Dollar? from Scotland. Okay. Here, have one for yourself. Well, thank you. So, mister, can I ask you a question? You ever hear of a fella by the name of Bronte? Who's asking? Me. I'm asking. No, leave it, friend. What do you mean, leave it? Look, I don't know what business you in, but leave it, friend. You and your pal that was in here before. Bronte? Angelo Bronte? Mr. Big, Mr. Italian spaghetti-eating long streaker piss big. He makes my skin crawl. So squally a cocksucker. You know what I mean, friend? Where can I find him? Oh, well, I reckon you talk to them kids in the alley, they'll know I guess. Oh, and friend, you'll be careful now. Immigrants, they're not to be trusted. Ja, wir müssen außen rum, ne? An die Gassen. Na gut. Ist Deutsch nach hier? Hello? Watch where you're going. Das war nicht meine Schuld. It was not my fault. Das ist natürlich ein Come on Ding. now, this sulking doesn't become you. You always have to be right, don't you? I'm just giving you the correct use of the word. If you're feeling sick, you're not nauseous. You're nauseated. Right, you're nauseous and I'm nauseated. You're impossible.
Pardon me, but have you seen any kids around this way? Yeah, I think I heard a few in the other courtyard up ahead. You can get through on the left there. Thank you. So are you done with the silent treatment now? No. Das sind Kids. Hat man die nicht schon gesehen sogar? Hey! Hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte. Italian. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What it'll cost? I reckon I can pay. $5. Where's he live? New York? I'm an entrepreneur. If you don't want to pay, then I don't want to walk. That's bad bread. Here. Come on. This away. Let's go, mister. You coming, Cleet? Stay close. Easy to get lost around here. Come on, then. You new to the city, mister? Pretty much. Don't worry. No one knows it as good as me and Cleet. Is that right? Hope you won't need his services, but you got the doctor on the corner there. Nice enough, fella. That's Baird and Schreiber on the right there. Famous bookstore. Not that I'm much of a reader myself. Now over here's a real piece of art. That's the Church of the Holy Blessed Virgin, mister. Modeled on the famous church in Toulouse, which is in France. You been to Toulouse, mister? No. We're Catholics here, mister. Ain't Baptist or nothing. My mama said they used to burn Protestants and all, but, we all friends now. Isn't that the most beautiful testament to God's love for us all? Bet they don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine steeples. Hey, you little pair of shits! Let's go! That fellow looks angry! You give that back! Wie habt ihr euch das vorgestellt? Bye, mister! Ich halt nichts. I'll spend it on something nice, mister, I promise. Ja. Stop, you shit! Ja. Ist immer so. Wenn das Ding anhält. Stop, goddammit! Noch hinter dir. Don't you have pigs to feed? You better stop right now! Ich habe Ausdauer wie ein Geber. Das ist halt, wenn man sein Pferd nicht mitnimmt. Bastard got off. Oh, wohin? Wo ist er hin? You after that kid? That shit went that way. Wo? Thanks for the help, friend. Hier rein, ne? You know, I kind of miss old Bob Tales. I don't. Bounce around so much. Hey, you see a kid about 14 years old run through here? Why, yes, we did. He went around the corner there. Yeah? Damn snitch! You better stop right now! Hey! Moron! Hey, kid, watch where you're going! Jetzt. Hier hinten. Okay. Ich verliere den Bye, Sitz. mister! Morning, sir. Hey, Big Love! Get lost! I said, get lost, you dumb yokel! Wo ist er hin? You're making a fool of yourself! I'll kill you, you thieving bastard! Wie? Oh, Gott. I'm being chased by the village idiot! Get Wirklich? back here! Wo ist er hin? Come on, run like the goat shot! Oh! Damn! Gott. This is your last warning, boy! Entschuldigung. Careful! Ugh, kid. Den verliere ich. I'm telling you, a cucumber's definitely a fruit. Since when?
Habt ihr einen Jungen gesehen? Oh man. Ah, okay. Au! I like you. Mag mich auch. So long. Maybe see you at my other spot. What's the problem, friend? Give me my things, boy. What are you talking about, friend? I ain't your friend, but that kid is, and he robbed from me. Now give me back my stuff and take me to Angelo Bronte. Senor Bronte. That kid was gonna show me before he robbed me. Now, come on. You new in town, mister? Come on. Mr. Bronte's got a lot of friends, mister, but I ain't never seen you. We ain't friends. You don't like no one, mister. Mr. Bronte, he's got fine hair. He got a beautiful house, and I am proud to work for him. He got 50 men, mister. Why he gonna care a thing about you? I just want to speak with him. I'm sure you do, mister. You and them friends of yours been asking about him all over town. He been mighty disrespected. Bunch of muddy Yankees in town asking questions. Well, you and your friend should pay him a visit, mister. He's got a big house on Flavian Street opposite the park. Hey, yokel. Now, get out of here. Aber das hätte auch anders ausgehen können. Schauen, ob wir jetzt speichern können. Ich glaub's nicht. War ja klar. Na gut. Dann weiter. Das ist natürlich echt blöd. Ich sag's dir, wie es ist. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich jede Sekunde speichern möchte, aber wenn man eben, na, dann ist es eben so. Das ist, irgendwann, die denken alle, man kann, was weiß ich, 8 Stunden am Stück spielen oder so. Da sind wir noch. Are we correct? So, wir gehen wieder in den Saloon, ne? Wenn wir ihn finden. Saloon. Hello, madam. Weather couldn't be any better. It makes everything seem better, doesn't it? Morning, friend. Oder müssen wir doch nicht in den Saloon? Wo? Ach, der. Dich soll man erkennen. Du kannst keine 3 Schritte auf mich zukommen, oder was? Where you been? Getting robbed? Who by? Bunch of children. I won't inquire anymore. But I found Mr. Bronte. Seems to be some Italian Mr. Big in town. Everybody knows him, but nobody wants to talk about him. Apparently lives in a big house on Flavian Street, opposite the park. Good work. So what now? We go pay him a visit. I'll get John, you meet us there. Whatever it takes, we need to get that boy back. I cannot decide which I like less. The swamps or the city. Both are full of parasites, reptiles, and slime. We're a long way east of land we know, and far from real open country.
Okay. Buenos dias. Buenos dias. Wir können wieder. Also, ich kann. Schluss machen erstmal für heute, ne? War aber insgesamt doch ziemlich spannend. Ich habe tatsächlich gedacht, das geht wieder böse für Arthur aus, ne? Dass die Kids den am Ende dann doch in Ruhe gelassen haben. Ist wie es ist, ne? Arthur, du könntest du echt vom Glück singen. Ich sag ciao, ciao. Wir sehen uns das nächste Mal wieder.